Grüße euch, liebe Zuseher, willkommen bei einem neuerlichen Vergleichsvideo. Doch heute geht es um 3 Hunderassen und ich glaube, dieses Video kann ziemlich spannend werden für den einen oder anderen Schäferhund-Fan da draußen, denn in diesem Video möchte ich miteinander vergleichen den belgischen Malinois, den deutschen Schäferhund und den osteuropäischen Schäferhund. Was haben die 3 alle miteinander gemein? Ja, es sind Schäferhunde, wie es der Name schon sagt. Doch anders als der belgische Malinois und der deutsche Schäferhund wurde der osteuropäische Schäferhund entwickelt, zu anderen Zwecken entwickelt. Ja, also der hatte nie die Aufgabe, mit den Nutztieren zu arbeiten, so wie es der belgische Malinois und der deutsche Schäferhund ursprünglich immer hatten, sondern der osteuropäische Schäferhund, der wurde eigentlich nur zum Zweck, zum Grenzschutz, also als Diensthund beim russischen Militär gezüchtet. Aus dem deutschen Schäferhund, das habe ich schon einmal in einem vorangegangenen Video erklärt, wo es speziell über den osteuropäischen Schäferhund geht. Ja, das unterscheidet den osteuropäischen Schäferhund von seinen beiden kleineren Brüdern, sage ich mal. Ja. Ich habe mir wieder eine Liste zusammengestellt mit 10 Kategorien und möchte die wieder bewerten von 1 bis 10, wobei die 1 immer für das schwächste Ausmaß oder die schwächste Eignung steht und die 10 immer für das höchste Ausmaß oder die höchste Eignung. Ich möchte da gleich mal mit dem belgischen Malinois beginnen, und zwar mit der Triebigkeit. Der belgische Malinois ist von diesen 3 Hunderassen mit Sicherheit der triebigste Hund. Vorneweg nochmal erklärt, ja, ich weiß, Hunde sind Individuen und es gibt den einen oder anderen belgischen Malinois auf dieser Welt mit Sicherheit, der nicht so triebig ist wie ein deutscher Schäferhund oder irgendein osteuropäischer Schäferhund. Das ist mir alles klar. Doch im Großen und Ganzen gesehen ist der belgische Malinois der triebigste dieser 3 Hunderassen. Ja. Das ist ein Hund, der nicht dauernd unter Strom steht, aber es ist ein sehr bewegungsfreudiger, triebiger und athletischer Hund. Und ich möchte den Malinois hier eine 9 geben für die Triebigkeit. Ich glaube, die hat er sich in dieser Kategorie verdient. Gehen wir weiter zum deutschen Schäferhund. Und der deutsche Schäferhund ist bei Weitem ruhiger als der belgische Malinois. So wie jeder andere Gebrauchshund auch, also jede andere Gebrauchshunderasse auch, weist auch der deutsche Schäferhund eine, sage ich mal, gesunde Triebigkeit auf. Ja? Aber es ist keine übertriebene Triebigkeit. Er ist ruhiger als der belgische Malinois, nicht ganz so unter Strom. Ja? Und ich gebe dem deutschen Schäferhund bei der Triebigkeit eine 7. Kommen wir zum osteuropäischen Schäferhund und der ist mit Sicherheit von diesen 3 der ruhigste. Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie schon vorher gesagt, aber im Großen und Ganzen gesehen ist der osteuropäische Schäferhund, der ja auch der größte und schwerste ist, der ruhigste dieser 3 Hunderassen. Ja. Und dem osteuropäischen Schäferhund gebe ich bei der Triebigkeit eine 6. Nun kommen wir zur Leistungsfähigkeit. Ja, hier glänzt der belgische Malinois und das ist auch einer der Gründe, warum er weltweit langsam den deutschen Schäferhund vom Polizei- und Militärdienst ablöst. Denn was die Leistungsfähigkeit betrifft, ist der belgische Malinois mit Sicherheit einer der 10 Hunderassen weltweit, die zu den leistungsfähigsten gehören. Und er belegt, glaube ich, ja den Platz 9 in dem Video, das ich über die leistungsfähigsten Hunderassen meiner Meinung nach der Welt gebracht habe. Ja, da belegt der Malinois den Platz 9. Bei der Leistungsfähigkeit gebe ich diesem Hund, dieser Rakete, eine 9 und die ist berechtigt meiner Meinung nach. Jeder, der Malis kennt, der Malinois schon in Action gesehen hat, weiß, zu was die imstande sind, was für Kraft die haben, wie schnell die sind, wie explosiv und beweglich die sind. Eine 9 für den Malinois bei der Leistungsfähigkeit. Kommen wir zum deutschen Schäferhund und ein gesunder deutscher Schäferhund. Ich sage absichtlich ein gesunder, aber ich werde das dann noch detailliert erklären, wenn wir eben zur Kategorie Gesundheit kommen. Ein gesunder deutscher Schäferhund ist ein Hochleistungssporthund. Ja. Er hat nicht ganz die Leistungsfähigkeit eines Malinois, der ja hier bei dieser Kategorie eine Ausnahme auch weltweit unter allen Hunderassen darstellt, mit einigen anderen.
Doch, der deutsche Schäferhund ist ein Hochleistungssportler. Ein gesunder deutscher Schäferhund ist schnell, der ist stark, ausdauernd, beweglich, explosiv. Da brauchen wir gar nicht reden. Ist auch einer der Gründe, warum er so viele Jahre lang der beliebteste Diensthund auf der ganzen Welt war. Also bei der Leistungsfähigkeit dem deutschen Schäferhund eine 8. Und der osteuropäische Schäferhund bekommt bei der Leistungsfähigkeit von mir eine 7. Das hat damit zu tun, dass er der größte und der schwerste ist. Er ist auch der ruhigste, wobei die Triebigkeit mit der Leistungsfähigkeit an sich nichts zu tun hat. Doch dieses Mehrgewicht, ja, dieses Mehr an Größe, an Substanz, ja, das hat damit zu tun, dass er mit Sicherheit einen Tick weniger ausdauernd ist, ja, einen Tick weniger schnell und explosiv ist, wie der deutsche Schäferhund und der belgische Malinois. Deswegen den osteuropäischen Schäferhund, welcher auch ein leistungsfähiger Hund ist, ja, bei der Leistungsfähigkeit eine 7. Beim Territorialverhalten, da mache ich es kurz, bekommen alle 3 von mir eine 9. Malinois eine 9, deutscher Schäferhund eine 9, osteuropäischer Schäferhund eine 9. Alle Schäferhunde weltweit müssen ein gesundes Territorialverhalten aufzeigen. Die haben neben dem Treiben der Nutztiere und so weiter auch die Aufgabe gehabt, sie zu beschützen, ja, vor menschlicher Bedrohung oder vor Raubtieren. Die müssen ein Territorialverhalten aufweisen. Noch dazu gehört der belgische Malinois und der deutsche Schäferhund zu den Gebrauchshunderassen. Sprich, es sind sehr gute Schutzhunde. Und der osteuropäische Schäferhund wäre ja von der FCI anerkannt, wäre höchstwahrscheinlich auch eine Gebrauchshunderasse. Der hinkt da hinten nicht nach. Also alle 3 beim Territorialverhalten von mir eine 9. Jetzt kommen wir zum Schutztrieb. Auch da könnte ich es kurz machen. Der belgische Malinois gehört mit Sicherheit zu den 10 besten Schutzhunderassen auf der Welt und bekommt bei mir hier, ohne viel nachzudenken, eine satte 10, die steht ihm zu. Genauso der deutsche Schäferhund, einer der besten Schutzhunderassen und beliebtesten Schutzhunderassen auf der ganzen Welt. Auch einen absolut top ausgeprägten Schutztrieb, der deutsche Schäferhund, ebenfalls eine 10, à la Bonheur, deutscher Schäferhund. Und der osteuropäische Schäferhund, der nur für solche Aufgaben aus dem deutschen Schäferhund entwickelt wurde, der muss da auch eine satte 10 bekommen. Das bedeutet, alle 3, Malinois, deutscher Schäferhund und osteuropäischer Schäferhund, beim Schutztrieb eine 10. Jetzt sind wir bei der Verträglichkeit und lassen Sie mich hier vielleicht kurz mal ausschweifen, eine ganz kurze Geschichte erzählen, die mir erst gestern passiert ist. Eventuell wird der eine oder andere Hundebesitzer da draußen auch ein Lied davon singen können, von solchen Begegnungen. Aber es ist sicher nicht nur meine Meinung, ja, dass ein unkastrierter, erwachsener Hund, egal ob Rüde oder Hündin, oftmals bei Begegnungen mit fremden Hunden dominant reagiert. Das ist meiner Meinung nach ein völlig normales Sozialverhalten. Und für mich ist es nicht normal, wenn ein fremder Rüde auf einen anderen fremden Rüden, den er noch niemals gesehen hat, sofort freudig zuläuft und den sofort zum Spielen auffordert. Das ist für mich nicht normal. Ja. Natürlich ist es auch normal, wenn sich 2 Hunde friedlich begegnen. Doch meistens werden sie hier, ja, erhobene Ruten, nach vorne gerichtete Ohren erkennen können. Also es ist immer ein Dominanzverhalten dabei, ja, ein Imponiergehabe. Das ist ein normales Verhalten, ja, für mich. Und ich bin mir sicher, für viele Leute da draußen auch. Doch für viele Leute ist das auch nicht normal. Ja. Für viele Leute ist es normal, dass 2 Hunde, wenn sie sich begegnen und noch nie gesehen haben, wäre das für die normal, dass die freundlich sind, mit der Rute wedeln und sich zum Spielen auffordern. Und ich weiß nicht, ja, aber es gibt ja viele Theoretiker da draußen, die sich als Hundeexperten outen. Ich habe da schon die verrücktesten Dinge gesehen und gehört und Menschen, die noch nie mit Hunden gearbeitet haben und von jetzt auf jetzt eine Hundeschule eröffnen und lauter so Dinge. Ja, lassen wir das. Kurz zur Geschichte zurück. Ich traf gestern eine Dame mit einem Rüden, der ein absolut dominantes Verhalten meinem Hund gegenüber zeigte. Mein Hund und dieser Rüde haben sich vor 1,5 Jahren irgendwann mal gesehen.
Da ging das gut, die gingen nebeneinander her und da war nichts. Doch in der Zwischenzeit bin ich beim Grundstück dieser Dame schon öfter vorbeigegangen und mein Hund und dieser Hund, der dort auf dem Grundstück lebt, bepflegeln sich regelmäßig am Zaun. Ich weiß schon, oftmals sieht das wilder aus und wenn dann die Gartentür aufgeht, tun sich die Hunde nichts, doch die zwei können sich nicht leiden. Scheinbar hat die Besitzerin das noch niemals bemerkt, aber ich schon. Ja. Und gestern traf ich sie und ihr Hund war frei, meiner war an der Leine und ihr Hund war dabei, auf meinen Hund zuzustürmen. Ich blieb stehen und sie sagte, die kennen sich ja eh. Und ich sagte trotzdem, bitte halten, das geht dieses Mal nicht gut. Meinte sie, wieso, was ist in der Zwischenzeit geschehen? Sag ich, gar nichts. Nur mein Hund ist erwachsen geworden. Ihrer und meiner haben sich jetzt schon des Öfteren am Zaun gestritten. Und ja, er ist halt dominant, wenn er auf fremde Rüden trifft. Und kennen tun sich die nicht wirklich. Ja. Sie sah mich mit verdutzten Augen an und so quasi, was ist das für ein Verhalten? Und ich versuchte ihr halt zu erklären, das ist ein völlig normales Verhalten. Aber sie dachte sich, ja, das ist eben nicht so. Und 5, 6 Stunden später habe ich sie wieder getroffen, wieder dieselbe Situation. Und ja, das komisches Verhalten auf jeden Fall von der Dame, denn sie meinte dann, nachdem ich war dann schon etwas weiter weg und ließ meinen aus, ich ließ ihn frei, meinte sie, warum ich ihn jetzt auslasse. Ich, na, wieso nicht? Nein, also mein Hund läuft ja jetzt sowieso nicht zu ihren Rüden hin. Das würde er nicht tun, wenn ich es ihm nicht erlauben würde. Na und wie ich reagiere, wenn sie mir dann entgegenkommt, worauf ich dann sie fragte, warum sie mein Leben so interessiert. Ne? Na, sie meint nur und ich sagte, na dann hänge ich ihn an. Wenn sie mir wieder entgegenkommen, dann werde ich ihn anhängen. Ist ja völlig normal. Ja? Ich wollte nur sagen, wenn Sie einen Hund besitzen, speziell Kategorie Gebrauchshunderassen, eben wie Malinois, deutscher Schäferhund und so weiter. Der Hund wird erwachsen, ist gut erzogen, ist ein selbstbewusster Rüde, eine selbstbewusste Hündin und Sie treffen mit Ihrem Hund auf einen wildfremden anderen Hund, dann ist das normal, dass Sie Imponiergehabe zeigen, dass Sie Dominanzverhalten zeigen. Ja. Lassen Sie sich nicht verunsichern von sogenannten Hundeexperten, von irgendwelchen, weiß ich nicht, Leuten, die meinen, Ihr Hund tickt dann nicht normal. Doch, Ihr Hund tickt normal. Normal tickt der Hund nicht, der sofort als erwachsener Rüde auf ihren fremden Hund zulauft und ihn zum Spielen auffordert. Ja, das ist angenehm. Auch für mich ist es angenehm. Naja, manchmal nicht, weil mein Hund das nicht akzeptiert, aber das ist eher nicht normal. Normal ist Imponiergehalte, Verhalten, Dominanzverhalten. Und dann, ja, wenn da eine Sympathie da ist, werden sich die Hunde untereinander verstehen und wenn nicht, kann es zur Beißerei kommen. Völlig normal. Alles andere ist Blödsinn. Ja. So, war doch ein bisschen länger die Geschichte. Verzeihen Sie mir bitte, aber es war mir ein Anliegen, das zu erzählen. Wo waren wir? Wir waren beim Schutztrieb, jetzt sind wir bei der Verträglichkeit. Und deswegen, schauen Sie, es gibt da keine Auffälligkeiten beim Malinois oder beim deutschen Schäferhund oder beim osteuropäischen Schäferhund. Deswegen bekommt der Malinois bei der Verträglichkeit von mir eine 5. Jeder Mali, jeder erwachsene Malinois kann Dominanzverhalten zeigen. Das sind sehr triebige, kampfstarke Hunde, also selbstbewusste Hunde. Und wenn denen ein anderer gleichgeschlechtlicher Hund nicht zum Gesicht steht, kann es zur Beißerei kommen. Ist normal. Aber genauso gut kann er sich mit einem anderen Hund anfreunden und spielen. Auch das ist normal. Deswegen beim Malinois, bei der Verträglichkeit eine 5. Beim deutschen Schäferhund gilt genau das Gleiche, eine 5. Beim osteuropäischen Schäferhund gilt auch genau das Gleiche. Auch der bekommt von mir eine 5. Jetzt sind wir bei der Gesundheit und hier glänzt wieder der Malinois. Schauen Sie, der Malinois ist ein Hund mit relativ wenig Gewicht für einen Schäferhund. Naja, für einen Schäferhund. Es gibt leichtere Schäferhunde auch noch, aber im Vergleich zu seinen beiden anderen Verwandten, ja, den deutschen Schäferhund und den osteuropäischen Schäferhund. Der Malinois bekommt als Rüde, sagen wir mal, maximal 35 Kilo. Ja. Hat einen schönen geraden Rücken. Da passt alles, da ist nichts überladen, da ist nichts zu schwer. Selbstverständlich ist auch der Malinois nicht vor HD oder ED gefeit, das ist gar kein Hund, aber er neigt überhaupt nicht dazu. Das sind sehr robuste, sehr gesunde Hunde, deswegen bekommt der Malinois bei der Gesundheit von mir eine 9. Beim deutschen Schäferhund wird es jetzt ein bisschen knifflig. Sie wissen, was ich gleich ansprechen werde, aber das ist eben so. Wir müssen leider heutzutage mit diesem Problem beim deutschen Schäferhund leben, solange bis und jetzt, das sage ich jetzt absichtlich, bis diese geldgierigen Züchter zur Vernunft kommen und endlich wieder einen anatomisch gesunden Hund hinstellen. Der deutsche Schäferhund hat sehr, sehr, sehr oft
Probleme mit dem Bewegungsapparat. Egal ob Ellbogendysplasie, also ED, oder Hüftgelenksdysplasie, HD. Dieser Züchterwahn, Schönheitswahn, ja, wo man einen deutschen Schäferhund hinstellt, der eine Optik hat einer Hyäne, einer Tüpfelhyäne, das ist einfach ein Wahnsinn. Ja. Ich sagte schon im Video, speziell über den deutschen Schäferhund selbst, Hunde stammen von Wolf ab und nicht von der Schleichkatze. Ich verstehe das nicht. Ja. Und deswegen kann ich dem deutschen Schäferhund bei der Gesundheit nur eine 6 vergeben, weil es sehr oft vorkommt, dass diese Hunde einfach schwere Probleme mit dem Bewegungsapparat bekommen. Aufgrund dieses stark abfallenden Rückens, die Hunde haben oftmals eine Schulterhöhe von knapp 70 cm und ihre Gruppe ist dann manchmal nur 20 cm vom Boden entfernt. Fürchterlich anzusehen, arme Hunde, arme Geschöpfe. Hier muss man unbedingt, wenn man sich deutsche Schäferhunde nimmt, auf eine Arbeitslinie konzentrieren, um halbwegs gesunde Hunde erwarten zu dürfen. Also eine 6 beim deutschen Schäferhund. Beim osteuropäischen Schäferhund vergebe ich hier eine 8, weil die Russen damals, als sie mit dem deutschen Schäferhund gearbeitet haben, darauf geachtet haben, dass er anatomisch gesund bleibt. Und so sollte auch der deutsche Schäferhund gebaut sein. Der osteuropäische Schäferhund ist größer, schwerer, aber hat einen schnurgeraden Rücken. Ja, natürlich tendiert er auch eher zu Bewegungsproblemen mit dem Bewegungsapparat als der Malinois, weil er einfach viel mehr Gewicht mitnimmt. Ich meine, da draußen laufen osteuropäische Schäferhunde mit über 60 Kilo Gewicht herum. Die gehen schon ins Molossoide rein. Entschuldigung. Und das, ja, je schwerer ein Hund ist, desto eher neigt er zu Problemen mit dem Bewegungsapparat. Doch, das macht dieser sehr gerade Rücken wieder wett. Ja? Und sie sind nicht zu schwer. Es wird zu schwere Osteuropäer da draußen geben, aber im Schnitt gesehen sind sie nicht zu schwer. Deswegen gebe ich den osteuropäischen Schäferhund hier bei der Gesundheit eine 8. Bei der Größe, ja, belgische Malinois, bis 64, maximal 65 cm Schulterhöhe, also ein fast schon großer Hund, den gebe ich hier eine 7. Der deutsche Schäferhund bewegt sich schon auf die 70 cm zu, der bekommt hier von mir eine 8. Und der osteuropäische Schäferhund bewegt sich manchmal auf die 80 cm zu, das ist schon ein sehr großer Hund, der bekommt hier von mir eine 9. Beim benötigten Platz Malinois eine 7, deutscher Schäferhund eine 7, osteuropäischer Schäferhund eine 7. Wieso alle drei eine 7? Der Malinois ist der triebigste, der bewegt sich mit Sicherheit am meisten, ist zwar der kleinste und leichteste, doch ist er mit Sicherheit am meisten unterwegs in der Wohnung. Eine 7. Der deutsche Schäferhund ist ein Mittelding, ist sicher mehr unterwegs als der Osteuropäer, aber weniger als der Mali, dafür ist er größer, eine 7. Und der osteuropäische Schäferhund ist der ruhigste in der Wohnung, dafür nimmt er viel mehr Substanz mit. Deswegen auch eher eine 7. Das ist die Begründung. Bei der Fellpflege, der Malinois von mir eine 5, der deutsche Schäferhund eine 5 und der osteuropäische Schäferhund eine 5. Warum? Diese drei, also beim deutschen Schäferhund nehmen wir den Stockhaar her, diese drei Hunderassen haben alle in etwa dasselbe Fellkleid. Das sind stockhaarige Hunde mit dichter Unterwolle. Ja, das Fell gehört hier und da mal anständig gebürstet. Der Hund gehört von abgestorbener Unterwolle oder von abgestorbenem Deckhaar befreit. Dem gehört manchmal beim Fellwechsel geholfen. Ja. Ich habe gesagt, wie ich das handle bei meinem Hund mit einem nassen Baumwolltuch jeden Tag. Das funktioniert super, geht auch bei diesen Hunden. Doch haben deutscher Schäferhund und Co. mit Sicherheit mehr Unterwolle als mein Hund. Also Fellpflege bei allen drei, deutscher Schäferhund, belgischer Malinois und osteuropäischer Schäferhund, eine 5. Bei den Futterkosten, ja, da ist das so ähnlich wie beim benötigten Platz. Ja. Ich möchte dem belgischen Malinois bei den Futterkosten eine 6 geben. Es ist zwar ein recht leichter Hund und der nicht zu groß ist, doch er ist viel unterwegs, ja, verbraucht recht viel Energie, hat viel Appetit. Aber mit einer 6, glaube ich, fahre ich hier gut. Beim deutschen Schäferhund wieder, ja, der ist nicht so triebig wie der belgische Malinois, aber er ist größer und schwerer. Deswegen gleicht sich das in etwa aus. Ja. Auch eine 6 beim deutschen Schäferhund, und den osteuropäischen Schäferhund möchte ich hier trotzdem einen Punkt mehr geben, also eine 7, da er nicht so viel weniger triebig ist als der deutsche Schäferhund, aber doch etwas mehr an Gewicht und Größe mitnimmt. Ja. Also eine 7 bei den Futterkosten bei dem osteuropäischen Schäferhund. Jetzt sind wir bei der Familientauglichkeit.
alle drei super. Ja. Während der Malinois der Hund ist mit dem wenigsten Gewicht, habe ich schon gesagt, ist am meisten unterwegs. Ja. Aber berühmt für seine Loyalität, für seine Kinderliebe, ja, für sein Einfügen ins Familiengefüge. Ja. Genau dasselbe gilt für den deutschen Schäferhund. Ja. Er ist weniger unterwegs in der Wohnung oder im Haus und so weiter, aber ansonsten ein Traumfamilienhund, und genau das Gleiche gilt auch für den osteuropäischen Schäferhund. Ja. Alle drei bekommen bei der Familientauglichkeit von mir eine 8. Und jetzt sind wir bei der Ersthundetauglichkeit, und da sind doch auch Unterschiede zu erkennen. Und zwar würde ich hier den Malinois eine 4 vergeben und ihn als am wenigsten ersthundetauglich bezeichnen. Der Malinois ist, dadurch, dass er der triebigste der drei ist, ja, und mit Sicherheit, sage ich halt einmal, da, wie soll ich sagen, ja, ich weiß nicht, aber die Kampfbereitschaft dieses Hundes, ja, gepaart mit der Triebigkeit, mit der Leistungsfähigkeit, mit allem Drum und Dran, ja, erfordert beim Malinois meiner Meinung nach einen Hundehalter, der Ahnung hat. Ja. Sie können bei einem Malinois sehr schnell viel falsch machen. Und obwohl dieser Hund nicht sehr groß ist und nicht sehr schwer ist, ein unfolgsamer, unausgelasteter, schlecht erzogener Malinois ist mit Sicherheit ein Problem. Ja. Meiner Meinung nach gehört ein Malinois nicht in Anfängerhände. Wenn Sie ein Mensch sind, der noch nie einen Hund hatte, unbedingt einen Malinois haben wollen, unbedingt, Sie wissen schon, mein Standardspruch, mit Malebesitzer sprechen, auf Abrichteplätze gehen, dort mit Leuten sprechen, die Males besitzen und so weiter, sich einlesen und so weiter, aber sich aus einer Laune raus einen Mali nehmen, ist eine schlechte Idee, meiner Meinung nach. Eine 4 beim Malinois bei der Ersthundetauglichkeit. Beim deutschen Schäferhund vergebe ich die Höchstpunktezahl dieser drei, nämlich eine 6. Ich glaube, dass er von diesen dreien am ehesten als Ersthund sich eignet. Verstehen Sie mich nicht falsch, Fehler in der Erziehung bei einem deutschen Schäferhund können genauso fatal sein. Also jeder weiß, was ein deutscher Schäferhund kann, und wenn das Ganze vielleicht ins Negative geht, mein deutsche Schäferhunde mit 45 Kilo Gewicht und 68 cm Schulterhöhe, eventuell dann mit schlechter Erziehung oder Überdominanz, ja, oder Überkampflustigkeit oder Schärfe gegenüber fremden Menschen. Also, aber dennoch glaube ich, dass der deutsche Schäferhund von diesen dreien am ehesten als Ersthund taugt. Ja. Gebrauchshunderassen sind für mich generell keine Ersthunderassen. Aber wenn schon, dann am ehesten der deutsche Schäferhund, deutscher Boxer und so weiter. Dem deutschen Schäferhund gebe ich bei der Ersthundetauglichkeit eine 6. Und jetzt gebe ich dem osteuropäischen Schäferhund einen Punkt weniger, eine 5, weil ich glaube, dass für den osteuropäischen Schäferhund dasselbe gilt wie für den deutschen Schäferhund, nur hat er einen Punkt weniger, weil er einfach stärker ist, mächtiger, größer, oftmals weit über 70 cm Schulterhöhe erreicht und manchmal über 60 Kilo schwer wird. Ja. Deswegen den osteuropäischen Schäferhund bei der Ersthundetauglichkeit eine 5. So, das war's jetzt mit diesen Kategorien, mit der Verteilung. Mein Gesamtfazit, schauen Sie, wenn Sie ein Schäferhunde-Fan sind, so wie ich zum Beispiel, ich bin Molosser-Fan, ich bin Gebrauchshunde-Fan, Bull-Terrier-Fan, Sie wissen das. Ich liebe Schäferhunde. Mir gefällt der Malinois sehr gut. Ich liebe den deutschen Schäferhund, und der osteuropäische Schäferhund ist für mich ein Traumhund. Sie wollen einen Schäferhund, Sie können sich nicht entscheiden. Jetzt haben Sie zum Beispiel die Auswahl dieser 3 Hunderassen. Ja, wenn Sie eher der sportliche Typ sind, der viel am Abrichteplatz gehen will, der viel unterwegs ist mit seinem Hund, der flott unterwegs ist, dann steht einem Malinois nichts im Weg. Ja? Sind Sie eher der Fan von größeren, schwereren Hunderassen, ja? Die ein wenig ruhiger sind, dennoch die Optik eines Schäferhundes mitbringen, auch die Charaktereigenschaften eines Schäferhundes mitbringen, dann empfängt Sie mit Sicherheit mit offenen Armen der osteuropäische Schäferhund. Und wenn Sie so eben der Middle-of-the-Road-Typ sind, ja, der Mitteltyp sind, der einen nicht ganz so triebigen Hund will, wie es der Mali ist, der vielleicht einen nicht ganz so großen und schweren Hund haben will, wie es der Osteuropäer ist, ja, dann der deutsche Schäferhund. Ja, das ist meine Meinung nach. Ich würde bei diesen dreien am ehesten, das können Sie sich schon denken, zum Osteuropäer greifen, weil er gesünder ist als der Deutsche, den Deutschen aber sehr ähnlich sieht
und eher ins molossoide Lager reingeht, und Sie wissen, ich bin ein Molosser-Fan. Das ist allein nur der Grund, warum ich zum osteuropäischen Schäferhund tendieren würde. Aber das ist ja hier, da greift der Spruch, wer die Wahl hat, hat die Qual, sehr gut bei diesen dreien, weil alle drei Hunderassen absolute Top-Hunde sind. Sowohl der belgische Malinois, der deutsche Schäferhund à la Bonheur und der osteuropäische Schäferhund, bravissimo, ganz toll. Ja. Also, ja, gefallen mir alle drei gut und sind sich ähnlich, unterscheiden sich doch optisch sowie auch in der Leistung, in der Triebigkeit und so weiter, wie man an diesen Zahlen hier sehen kann. Ja, viel mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Liebe Zuseher, ich habe mich gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und mir vielleicht ein Gefällt mir da lassen oder meinen Kanal abonnieren. Und wenn nicht, habe ich mich auch gefreut. Ja. Und ich wünsche Ihnen eigentlich jetzt nur mehr einen schönen Tag. Das war's schon wieder.